Ford Deutschland wagt sich erst Ende der 60er Jahre auf das sportliche Parkett. Die Kölner begründen mit dem Capri eine neue Fahrzeugklasse. Ein sportliches Großserien-Coupé für jedermann zu einem erschwinglichen Preis. In Brüssel erblickt der Ford Capri 1969 erstmals das Licht der Öffentlichkeit. Das Publikum ist begeistert. Endlich gibt es in Europa ein preisgünstiges Sportcoupé von Ford. Lange Motorhaube, markante Schnauze und kurzes Stummelheck. Die Zutaten für ein Auto der Swinging Generation, gestaltet nach dem US-Vorbild Ford Mustang. Die Rechnung geht auf. Knapp 1,1 Millionen Capri der ersten Serie kann Ford verkaufen. Von Anfang an sind Capri-Piloten leistungshungrig. Die maximalen 125 PS der ersten Baujahre sind dann vielen auch nicht genug. Und sie rüsten nach und auf. Der Capri von Christian Niessen ist ausgestattet mit einem Turbolader der Firma May. Die Besonderheiten des Autos sind eben die Umrüstung zum May Turbo mit einer entsprechend verbundenen Leistungssteigerung von serienmäßig 125 PS auf ca. 200. Der Hubraum des Motors beträgt original 2,6 Liter. Wir haben hier etwa 2,8 Liter durch eine Erweiterung der Bohrung und eine Erhöhung des Hubs. 200 PS, 1971 eine Ansage. Mit einer Spitze von 210 Stundenkilometern zählt der turbogeladene Capri zu den richtig schnellen Fahrzeugen dieser Ära. Besitzer Niessen hat bei der Restaurierung seines May Capris noch eine Schippe draufgelegt. Der V6 mit mehr Hubraum, speziellen Kolben, einigen verstärkten Teilen und einer elektronischen Zündung leistet rund 300 PS. Und das durchaus standfest. Die schiere Kraft des May Turbos verlangt aber auch etliche Modifikationen an Fahrwerk, Achsen und der Bremsanlage. Heute präsentiert sich das gelb-schwarze Coupé zwar nicht mehr im originalen, dafür aber zeitgenössischen Zustand. Handwerklich gut gemacht ist das Kölner Coupé ein Hingucker. Aggressiv wirkende Doppelscheinwerfer vom Capri RS 2600, die tiefer gelegte Karosserie mit dem schwarzen Vinyldach und die Abwesenheit der Stoßstangen vorn und hinten sorgen für Rennstreckenanmutung. Die Designzitate des Ford Mustang verfehlen ihre Wirkung nicht. Die Farbgebung in leuchtend gelb mit gekonnt abgesetzten schwarzen Akzenten versetzt den Betrachter zurück in die grellen 70er Jahre. Die Felgen Typ Revolution sind zwar nicht original, orientieren sich aber im Design an den damals oft verwendeten Zubehörrädern der englischen Firma Minilite. Der Look des Dreispeichen RS-Lenkrades und die Holzfolie zwischen den Rundinstrumenten versprechen sportlichen Luxus. Die Ladedruckanzeige in bar gehört zum ursprünglichen May Turbo Kit Nachrüstsatz. Guten Seitenhalt bieten die Originalsitze aus dem Ford RS Zubehörprogramm. Das originale schwarze Kunstleder musste einem atmungsaktiven Mikrofaserbezug weichen. Im Motorsport setzt Ford zu Beginn keine turbomotorisierten Capris ein. Die Ford-Werke unter der Leitung von Jochen Neerpasch vertrauen auf Capris mit V6 Saugmotor. Formel-1-Weltmeister Jackie Stewart, Jochen Maas, Striezel Stuck, Hans Heyer und sogar Niki Lauda heißen die Capri-Treter von 1969 bis 1975. Im Laufe der Jahre steigt die Leistung der Capri von 170 PS aus 2,3 Litern auf bis zu 450 PS aus 3,4 Liter Hubraum.
Zuletzt mit 4 Ventilpower aus der Formel-1-Motorenschmiede Cosworth. So wie dieser Ford Capri 3400 RS von 1974. Gesteuert von Rennstallbesitzer Peter Mücke, der in seinem Leben schon reichlich Siege im Tourenwagen und Autocross-Rennsport eingefahren hat. Die Leistungsdaten. Selbst für einen Rennwagen von 1974 beeindruckend. 450 PS und je nach Übersetzung eine Spitze von etwa 280 Kilometer pro Stunde. Das ist ein 3,4 Liter Cosworth-Motor aus der Zeit 1975, 76. Gruppe 2 Tourenwagen Europameisterschaft und Deutsche Rennsportmeisterschaft, da sind die mit diesen Fahrzeugen unterwegs gewesen. Mit diesem Capri RS 3400, dem Original-Werks- und Meisterauto von Klaus Ludwig, bestreitet Peter Mücke historische Rennen. Den Renner hat der Vater von DTM-Pilot Stefan Mücke seit über 10 Jahren. Es gibt nur noch 2 Exemplare dieses Typs. Ford Capri, das war schon immer sein Lieblingsauto. Als kleiner Junge schon die Nase platt gedrückt und in Brünn gesehen, wie die Autos gefahren sind. Und irgendwann war mal der Zeitpunkt da, dass ich gesagt habe, würde ich gerne haben. Ja, Capri glaube ich mal, ist schon schlechthin der Ford, der am meisten Geschichte geschrieben hat. Und der sollte es auch sein. Der Motor von Cosworth ist eine eigenständige Konstruktion. Mit 3400 Kubikzentimeter Hubraum und 24 Ventilen, Trockensumpfschmierung, einer Kugelfischer-Einspritzung, verblockt ein kurz übersetztes ZF5-Ganggetriebe. In 4 Sekunden katapultiert Mücke den Capri vom Stand auf 100 Stundenkilometer. Dieter Glemser gewinnt 1971 mit einem Capri die Tourenwagen-Europameisterschaft in der Klasse über 2 Liter. Jochen Maas dominiert die deutsche Rundstreckenmeisterschaft mit Siegen in allen 8 Saisonläufen. Die konkurrierenden 3-Liter BMW-Coupés leisten zwar mehr, bringen aber auch etliche Kilo mehr auf die Waage. In den 6 Jahren lässt der Ford Capri mit 4 deutschen Titeln und 3 Europameisterschaften aufhorchen. Mitte der 70er Jahre ist die Dominanz des Capri 1 auf der Rennstrecke gebrochen. Ein Nachfolger steht 1974 in den Startlöchern. Der neue Capri. Eine klare Linie der Vernunft. Der neue Capri ist größer, familientauglicher, ausgestattet mit einer großen Heckklappe und variablem Gepäckraum. Mit einem Gepäckraum, der sich noch vergrößern lässt. Mit einer Linie aus dem Windkanal, glatt und windschnittig. 1978 erscheint die finale Ausgabe, der Capri 3. In der stärksten Ausführung mit einer 3-Liter-Maschine und 138 PS. Später erscheint noch ein 2,8 Liter Einspritzer mit 160 PS. Doch schon längst gibt es Nachahmer, wie Opel Manta, VW Scirocco oder Renault Fuego. Sein Capri 3 ist Ingo Schmidt lieb und teuer und für den jungen Ford-Liebhaber der ideale Alltags-Youngtimer. Also er ist halt sehr nostalgisch, ist halt ein Fords schönstes Modell, denke ich, der Capri. Halt ein bisschen sportlich, nicht allzu sehr in dieser Ausführung, aber da gibt es ja auch noch andere Versionen. Andere Versionen wie der Mai Turbo Capri 1 von Christian Niesen. Mit rund 300 PS braucht das turbogeladene Coupé keinen Vergleich zu scheuen. Mit diesem Wagen beeindruckt er auf der Autobahn immer noch etliche Porsche-Fahrer. Henry Ford hätte dieser Capri sicherlich gut gefallen. Die Capri der ersten Generation sind bei Liebhabern die begehrtesten. Trotzdem ist ein serienmäßiges Coupé mit V6-Motor keine kostspielige Angelegenheit. Für rund 9.000 € lässt sich ein V6-motorisierter Capri ergattern. Die braven Vierzylindermodelle sind meist günstiger zu haben.
Der Capri, ein absolutes Erfolgsmodell auf dem europäischen Markt. Ein anderes sportliches Modell von Ford stellt diese Erfolgsgeschichte aber noch weit in den Schatten.